Ein Gruß aus Stuttgart. Die Obsternte im Schwäbischen Land war auch in diesem Jahr gut und reichlich. Die Bauern bringen das Obst in großen Mengen zur Sammelstelle, wo der Reichsnährstand für den Versand Sorge trägt. Äpfel für den Weihnachtstisch. Im Berliner Rathaus fand eine Feierstunde für den Altmeister der Berliner Operette, den Komponisten Paul Linke, statt, der in diesen Tagen seinen 75. Geburtstag beging. Im Auftrage des Führers überreichte ihm Reichsminister Dr. Goebbels die Goethe-Medaille. Der kommissarische Oberbürgermeister der Reichshauptstadt, Ludwig Steg, legt Paul Linke, der an diesem Tage zum Ehrenbürger der Stadt Berlin ernannt wurde, die goldene Ehrenkette um. Eine Auszeichnung, die nur den um die Reichshauptstadt besonders verdienten Männern verliehen wird. Am Abend dieses Tages wurde im Theater des Volkes Paul Linkes bekannteste Berliner Operette Frau Luna vor verwundeten Soldaten und Rüstungsarbeitern aufgeführt. Kinder aus den luftgefährdeten Gebieten West- und Norddeutschlands werden im Rahmen der erweiterten Kinderlandverschickung in den südlichen Gauen des Reiches untergebracht. Dieser Zug bringt die kleine Gesellschaft, zum Teil mit ihren Müttern, von der Nordseeküste nach dem Semmering. Berge und Täler, eine neue Welt tut sich auf.
Hier lagert Tabak für 800 Millionen Zigaretten. Aufbereitung des Tabaks für die Fabrikation. Der aufbereitete Tabak wird durch Saugluft entstaubt und einem Mischkarussell zugeführt. In diesem Mischkarussell werden nach einem genauen Rezept 32 verschiedene Tabaksorten aus dem Orient und dem Balkan gemischt. Die nächste Etappe ist die Schneidemaschine. Die Tabakblätter werden hier zu feinen Streifen geschnitten. Die eigentliche Fabrikation beginnt. Eine unendliche Zigarette. Im Bruchteil einer Sekunde ist sie zerschnitten. Diese Maschine liefert täglich 500.000 Zigaretten. In der Packmaschine, alles geht automatisch. So werden allein in dieser Fabrik täglich 10 Millionen Zigaretten hergestellt. 60% davon gehen an die Front. Reichsmarschall Hermann Göring überreicht in seinem Hauptquartier Soldaten der Luftwaffe, die sich durch hervorragende Tapferkeit auszeichneten, das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. An der finnischen Front. Marschpause in Ostkarelien. General Feige zeichnet besonders bewährte finnische Soldaten mit dem Eisernen Kreuz aus. Nach der Eroberung von Enislina wird Ostkarelien planmäßig von den Bolschewiken gesäubert. Die Sowjets haben sich in den dichten Urwäldern festgesetzt. In vielen Einzelgefechten müssen sie aus ihren Stellungen herausgeholt werden.
Wieder ist in erbittertem Kampf Mann gegen Mann ein Widerstandsnest ausgeräuchert worden. Die überlebenden Bolschewiken gaben sich gefangen. Ein schmaler Waldpfad ist freigekämpft. Die Truppe rückt weiter vor. Im Raum um Leningrad. Die Flussbrücken, über die der deutsche Nachschub geführt wird, werden jetzt durch mächtige Eisbrecher gesichert. Die Holzkonstruktionen werden mit schweren Feldsteinen ausgefüllt. Frischfleisch für einen Schlechtereizug. Es handelt sich zum großen Teil um herrenloses Schlachtvieh, das in zerstörten Dörfern hungernd umherirrte. Neue, warme Wintersachen für die Front sind eingetroffen. Sie werden sofort von gefangenen Bolschewiken in Lastkraftwagen umgeladen. Und hier Verpflegung für die kämpfende Truppe vor Leningrad. Diese Winterquartiere schützen gegen die Kälte. Ein Schneebad ist eine gute Abhärtung. Neue Schafpelze. Auch für den Winter geschieht, was geschehen kann. Weiße Tarnhemden für den Kampf im Schnee. Ausrüstungen für Posten und Beobachter. Spähtrupptätigkeit im Raum von Leningrad. In den vordersten Stellungen.
Bolschewistische Überläufer. Vor Moskau. Generaloberst Freiherr von Weix, der in diesen Tagen sein 60. Lebensjahr vollendete. Die Divisionen und Armeekorps des Freiherrn von Weix zeichneten sich in Polen, an der Westfront und auf dem Balkan besonders aus. Im Kampf gegen die Sowjetunion waren sie unter anderem an den Vernichtungsschlachten von Kiew und Bryansk maßgebend beteiligt. Auszeichnung verdienter Soldaten. Das Deutsche Kreuz ist vom Führer für vielfach bewiesene außergewöhnliche Tapferkeit gestiftet worden. Angriff auf eine tief gegliederte Stellung der Bolschewiken nördlich von Moskau. Sie gehört zum äußeren Verteidigungsgürtel der sowjetischen Hauptstadt und ist stark befestigt. Infanterie- und Sturmpioniere sind hier ganz auf sich selbst gestellt. Schritt um Schritt arbeiten sich die Kompanien gegen ein Dorf vor. Die ersten Bolschewiken kommen heraus. Noch aber ist der Kampf nicht entschieden. Am anderen Ende des Dorfes verteidigen sich die Sowjets umso zäher. Unsere Infanterie hat den Widerstand gebrochen. Auch diese als Bauernhäuser getarnten Bunker wurden in kühnem Ansturm bezwungen. Blick aus einem Bunker auf das Vorgelände, das von hier aus mit MGs weithin beherrscht wurde. Panzerabwehrgräben, Laufgräben zwischen den Bunkern. Holzsperren und schwere Höckerhindernisse. Nichts konnte die deutsche Infanterie aufhalten. Hier die Spuren der bolschewistischen Niederlage. ...100 Kilometer vor Moskau. Eine Feldküche mit heißem Tee als willkommene Beute. Vormarsch auf der Rollbahn. Selbst hier, nicht weit vor der sowjetischen Hauptstadt, sind auch die Straßen erster Ordnung in einem unbeschreiblichen Zustand. Gefangene müssen mithelfen, die Fahrbahnen notdürftig instand zu halten. Immer wieder gibt es neuen Aufenthalt. In diesem Lehm und Dreck droht alles stecken zu bleiben. Die Front wartet auf Munition und Verpflegung. Es muss geschafft werden und es wird geschafft. Unter schwersten Strapazen wird das Material nach vorn gebracht. Der Transport jeder Granate, jeden Geschosses kostet viel Schweiß und Mühe. Die Soldaten des Nachschubs vollbringen hier einzigartige Leistungen.
Besonders eiliges Nachschubgut wird von Transportflugzeugen übernommen. Der Reichsarbeitsdienst hilft beim Verladen mit. Im Tiefflug über die völlig verschlammten Straßen. Treibstoff für unsere Panzer. Am Südabschnitt der Front. Flug über Charkow. Unter uns riesige Industriewerke. In Charkow lag ein großer Teil der sowjetischen Rüstungsindustrie. Der Verlust dieser Stadt hat die Sowjets besonders schwer getroffen. Landung mitten in Charkow. Unmittelbar neben den Industriepalästen stehen die elenden Lehmhütten der Arbeiter, die von den bolschewistischen Machthabern in brutalster Weise ausgenutzt wurden. Als Lohnsklaven hatten sie nur zu schuften. Ohne jede soziale Fürsorge vegetierten sie dahin und lebten noch schlimmer als das Vieh. Mit den vorrückenden Truppen ist auch die Frontzeitung sofort zur Stelle. Die neueste Nummer der Frontzeitung. Auch die Bevölkerung bekommt ihr Nachrichtenblatt. Eine Eisenbahnbrücke über den Dnepr, deren Mittelstück von den Sowjets gesprengt worden war, wird von unseren Eisenbahnpionieren wiederhergestellt. Fertige Kriegsbrückenteile werden montiert. Unsere Pioniere sind Tag und Nacht im Einsatz, um der Truppe möglichst schnell einen neuen, wichtigen Nachschubweg zu erschließen. In kurzer Zeit ist das Werk vollendet, dessen Bau einst Monate und Jahre dauerte. Der Marsch der Gefangenen aus den gewaltigen Vernichtungsschlachten ostwärts des Dnepr scheint endlos. Eine besondere Auslese von Juden. Dort unten wälzt sich der endlose Zug der gefangenen Bolschewiken immer weiter nach Westen. Das sind die Bundesgenossen Churchills, die christlichen Soldaten Roosevelts. Truppentransport auf dem Dnepr. Auf großen Schleppkähnen geht es nach Süden, zur Küste des Schwarzen Meeres. Auf ihrer Rückfahrt nehmen die Schleppzüge verwundete deutsche Soldaten mit.
Man erspart ihnen damit den beschwerlichen Transport über die verwahrlosten sowjetischen Straßen. Hier kann man sich noch sonnen. Kampf um die Krim. Ein Radfahrschwadron im Vorrücken auf Simferopol. Diese Fabrik hatten die Sowjets in eine Festung verwandelt. Sie wurde von unserer Artillerie zusammengeschossen und dann von der Infanterie im Sturm genommen. Und hier zwei sowjetische Panzerzüge, die von Feldhaubitzen, Flakartillerie und Panzerjägern vernichtet wurden. Bolschewistische Flieger greifen die Spitze unserer Truppen an. Einer von ihnen ist abgeschossen. In Bukarest, der Hauptstadt Rumäniens, fand eine Siegesparade der Odessa-Kämpfer statt. König Michael dekoriert die Fahnen der siegreichen Regimenter. Generalfeldmarschall Keitel, der im Auftrage des Führers der Parade beiwohnte. Offiziere, die sich bei der Eroberung Odessas besonders auszeichneten, werden zu Rittern des Michaelordens geschlagen. Staatsführer Marschall Antonescu. Die Sieger von Odessa. Ehrenformationen der deutschen Wehrmacht. Bei unseren Soldaten in Afrika. General Rommel zeichnet verdiente Männer des deutschen Afrikakorps aus. Der Ehrentag der Kameraden ist ein Festtag für alle. Es gibt Gazellenbraten.
Fliegen sind hier eine wahre Landplage. Nun langt's aber. Jetzt ist das Speisezimmer fliegenfrei. Der Kriegsberichter hat dafür doppelt zu leiden. Sieben mal 7 auf einen Schlag. Die Fliegen werden weniger. Wie muss das erst im Hochsommer gewesen sein? An der Sollumfront. Im Morgengrauen brechen deutsche Panzer vor. Eine stark gesicherte feindliche Transportkolonne ist gestellt und wird von unserer Artillerie unter Feuer genommen. Englische Tanks, die den Rückzug der Lastkraftwagen decken sollten, werden in direktem Beschuss vernichtet. Die Briten weichen zurück. Unsere Panzerkampfwagen stoßen nach. Zerschossen und brennend liegen die britischen Panzer am Vormarschweg. An der Kanalküste. Zerstörer und Torpedoboote laufen zur Sicherung eines deutschen Geleitzuges aus. Ein Teil des Geleitzuges. Sein Ziel ist ein Hafen an der französischen Atlantikküste. Im Kanalgebiet sichern auch Zerstörer zur Luft den Transport und melden schon von weit her das Herannahen feindlicher Streitkräfte. Im Zusammenwirken mit unseren Unterseebooten soll ein englischer Geleitzug angegriffen und zersprengt werden. Die Maschinen sind mit Bomben schwer beladen.
Küste. Geleitzug in Sicht. Maschinen klar zum Angriff. Ein britisches Bordflugzeug. Der erste Frachter wird angegriffen. Wieder und wieder wird der Geleitzug angeflogen und mit Bomben und Bordwaffen bekämpft. Positionsmeldung an die Unterseeboote. Was den Bomben der Flieger entgeht, sollen sie mit ihren Torpedos vernichten. Der Kampf gegen die britische Versorgungsschifffahrt geht unentwegt weiter. England wird seinem Schicksal nicht entgehen.